Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Wie immer vielen Dank, dass ihr mit am Start seid. Ich wollte mich eigentlich zu der ganzen Thematik Beta gar nicht äußern, aber wir haben jetzt dann doch die eine oder andere Diskussion unter anderem bei uns auf dem Discord gehabt. Falls ihr da Bock habt, in Zukunft auch mal teilzunehmen, dann gerne, Link ist in der Beschreibung, gerne einfach mit drauf joinen. Seid uns herzlich willkommen in unserer Wohlfühl-Community. Einfach rein da und ihr wisst schon, schreiben. So. Darum soll es aber nicht gehen, sondern wir möchten heute mal um das Thema Beta sprechen. Da kursieren einige Termine, sowohl von Mediamarkt Italien, beziehungsweise von unserem Number One Leaker Tom Henderson. Das werden wir uns mal reinziehen. Wo ist da der Wahrheitsgehalt? Was ist meine Meinung dazu? Was ist eure Meinung dazu? Die könnt ihr mir auch gerne jetzt schon in die Kommentare packen. Plus möchte ich ein Thema mit euch diskutieren, und zwar, was bringt so eine Beta nicht mal einen Monat vor Release, beziehungsweise vielleicht sogar weniger als einen Monat, ganz in Abhängigkeit, welcher Termin dann da überhaupt stattfindet. Das alles im heutigen Video. Ich würde mich natürlich freuen, wenn euch das Ganze taugt, dass ihr mir einen dicken, fetten Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr auch keine weiteren Videos zu Battlefield 2042 verpassen wollt, natürlich auch andere Battlefield-Teile, dann lasst an der Stelle gerne ein kostenfreies Abo da. Ich würde mich freuen. Und jetzt starten wir erstmal mit einem Überblick. Und zwar hat Mediamarkt Italien unter anderem etwas veröffentlicht, in dem eben drin stand, dass wenn man bis zum 3. September noch vorbestellt, die Möglichkeit an der Beta 6.11. teilzunehmen, beziehungsweise schon frühzeitig teilzunehmen. Das Ganze ist mittlerweile wieder ein Stück revidiert worden, beziehungsweise ist wieder von den offiziellen Plattformen verschwunden. Das kann jetzt mehrere Möglichkeiten haben. Entweder hat EA gesagt, bitte nicht veröffentlichen, das wollen wir selber veröffentlichen. Wahrscheinlicher ist eher, dass der Termin nicht mehr so ganz stimmt oder nicht mehr gehalten werden kann. Auch da gibt es die ein oder anderen Gerüchte zu, gibt es interne Entwicklungsprobleme oder whatever. Da möchte ich mich gar nicht so sehr reinhängen. Aber es ist schon mal, wenn man jetzt die zwei Sachen auf eine Waage legen würde, wir haben einmal Mediamarkt Italien, also irgendwie offizieller Reseller, Partner, whatever, droppt diesen Termin, das haben die sich auch nicht selber ausgedacht. Dann haben wir Tom Henderson, der natürlich sehr, sehr gut vernetzt und auch sehr, sehr gut informiert ist, der vom 22.09. spricht. Und für mich die wahrscheinlichste Version ist ganz einfach, dass das Wochenende wirklich für die Beta geplant war, es vielleicht wirklich Schwierigkeiten gegeben hat und deswegen das Ganze jetzt nach hinten verschoben wurde, uns eher in Richtung Tom Henderson Termin, also sprich dem 22.09. für Vorbesteller und dann 24.09. müsste das sein, dann für jeden möglich sein. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, warum das so ist. Wenn man ja auch immer sagt, okay, man wäre mit dem Game so weit gewesen, die Pre-Alpha bzw. Alpha-Test-Phase, die ist jetzt auch schon eigentlich genug Zeit her, dass man das hätte hinbekommen können. Es sei mal dahingestellt, es kann ja immer irgendwas sein. Nichtsdestotrotz wundert es mich auch vom Termin ein bisschen rein. Wenn wir dann auf den Release schauen, sind wir ziemlich genau einen Monat vorm offiziellen Release mit dem 22. Das könnte dann wiederum natürlich auch schon stimmen, inwieweit das sinnvoll ist oder warum man da Beta dazu sagt. Da bin ich ganz ehrlich, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber meine Meinung ist halt, egal ob jetzt Alpha oder Pre-Alpha oder Beta, es sollte ganz einfach ein angemessener Zeitraum zwischen diesen Phasen der Auswertung, den Log-Dateien, die in so einer Beta erstellt werden, ganz einfach liegen, dass man auch die Zeit hat, das abzustellen. Und da weiß man halt jetzt schon, wenn da 3 Wochen dazwischen sind, dann werden wir wieder mit vielen Bugs eröffnen, mit Glitches, mit whatever, weil ganz einfach da die Zeit nicht ausreichen wird. Keine Ahnung, ich bin natürlich auch kein Softwareentwickler, ist einfach meine Einschätzung. Man weiß natürlich auch nicht genau, wie viel in Personen arbeiten dann an diesen Bugfixes, aber trotzdem, warum da so wenig Zeit aufwenden? Also ich sage, da wird sich nicht mehr so viel tun. Vielleicht die ganz groben Schnitzer und dann kriegen wir wieder einen Patch nach dem anderen gedrückt, bis man dann mal ein akzeptables Spielerlebnis haben kann. Und dementsprechend, wenn die Beta wirklich so spät kommt, dann ist es für mich persönlich eigentlich nur so als Marketinginstrument zu sehen, dass man einfach sagt, okay, jetzt sind diese Alpha-Leaks in dieser Kack-Grafik rausgekommen und jetzt wollen wir denen nochmal zeigen, hier, Beta, polished, nice, los, kauft rein in den Scheiß und seid alle beim Launch mit am Start. Das gar nicht negativ sehen, so, ich möchte jetzt da auch gar nicht irgendwie reinraten oder so, aber
das ist so mein Empfinden, weil warum nicht früher, warum nicht nochmal Zeit mitnehmen, warum nicht vom Kunden wirklich ein wirkliches Feedback wollen. Ja, was passiert denn jetzt 3 Wochen vor Release? Wenn der Hauptbestandteil der Kunden sagt, boah, geht gar nicht, hier der Kletterhaken und so ist komplett alles für den Arsch, geht nicht. Ja, werden die das dann rausnehmen? Nein, werden sie nicht, sondern sie werden es wieder durchziehen, die ersten Monate, bis das Spiel kommt, oder können wir x andere Beispiele suchen, Waffendynamik und so weiter, Time to Kill, immer sehr beliebtes Thema im Battlefield, wir erinnern uns mit Grauen an Battlefield 5, also was soll da noch passieren? Nicht mehr viel. Meine Meinung, eure Meinung, jetzt in die Kommentare, und ich würde sagen, trotzdem sind wir mal gespannt. Mein realistischer Termin ist dann auch eher vom Empfinden 22. bzw. 24.09. Ihr könnt mir eure Meinung oder beziehungsweise eure Einschätzung natürlich jetzt an der Stelle gerne in die Kommentare packen, und ich bin für heute raus. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Haut rein und haltet die Ohren steif. Euer A-Team.